Nicht für alle ist die DKB Visa Card wirklich 100% ideal. Der größte Kritikpunkt ist, dass wenn man diese Kreditkarte beantragt, immer ein Girokonto mit eröffnet werden muss. Ja, aber ist eine alleinstehende Kreditkarte denn wirklich besser? Dieser Frage sind wir nachgegangen in diesem Video und wir haben eine Kreditkarte gefunden, die es mit der DKB tatsächlich aufnehmen kann, richtig aufnehmen kann, und die sehen Sie jetzt bei uns hier direkt nach dem Trailer. Ja, es kommt natürlich auf Ihr persönliches Nutzungsverhältnis an und auf das, was Sie Wert legen. Für Sie vorbereitet ein detaillierter Vergleich zwischen der DKB Visa Card und der gebührenfreien Mastercard Gold. Und am Ende dieses Videos können Sie dann für sich eine Entscheidung treffen, und zwar eine perfekte Entscheidung, weil alles, was wichtig ist, haben wir in diesem Video für Sie berücksichtigt. Zum Anfang natürlich das bekannte kostenlos. Kostenlos einmal beantragt, bekommen und ja, nie eine Jahresgebühr gezahlt. Das ist auch in der heutigen Situation eigentlich recht spannend, weil immer mehr Kreditkarten entweder schon eine Jahresgebühr haben oder eine einführen, beziehungsweise wenn sie die schon hatten, sogar erhöhen. Mit diesen bleiben sie, so wie es aktuell aussieht, dauerhaft kostenlos. Bekannt auch bei der DKB, als Kreditkarte kriegen Sie immer, egal ob Sie wollen oder nicht, ein Girokonto mit dazu, und genau das haben Sie bei der gebührenfrei Gold nämlich nicht. Kreditrahmen bei der DKB sofort bei der Beantragung 100 bis 1000 Euro. Von den Erfahrungen aus unserer Community kriegen die meisten zum Anfang 500 Euro. Hier bei der die Advanzia Bank bringt die gebührenfrei Gold raus, sind es 50 bis 5000 Euro. Schauen wir uns an, wie funktioniert das mit dem Kreditrahmen. Also der anfängliche ist der, den Sie ja sofort bekommen, wenn Sie die Karte beantragen. Wir haben aber auch den maximalen Kreditrahmen und wir schauen uns auch hin, wie wir dazu kommen. Also maximal sind bei der DKB 15.000 Euro möglich. Sie kommen da dahin, gibt es nur einen Weg, mit Gehaltseingang. Und der Gehaltseingang muss dann auf das DKB Girokonto erfolgen und dann ist es die dreifache Höhe. Also wenn Sie jetzt beispielsweise einen Gehaltseingang von 2.000 Euro netto haben, der tatsächlich eingehen, können Sie halt 6.000 Euro maximal bekommen. Bei der Mastercard ist das anders. Dort ist es so, dass überhaupt gar kein Gehaltseingang erforderlich wird. Also einige Leute brauchen da nicht mal eine Gehaltsbescheinigung einreichen oder sonst irgendwelche Nachweise. Einige schon. Es kommt immer darauf an, wie die Bonität ist. Kann der Kreditrahmen erhöht werden? Da haben wir einmal Ja und einmal Nein. Bei der DKB kann ja auf jeden Fall erhöht werden. Wenn Sie jetzt Millionär sind und uns zuschauen, hätten gerne einen Verfügungsrahmen von 1 Million, dann tun Sie einfach das Geld überweisen aufs Girokonto und buchen auf die Kreditkarte um. Dann haben Sie auf der Kreditkarte tatsächlich so einen großen Rahmen, wie Sie ausgeben können. Das haben wir hier bei der Mastercard nicht. Dort können Sie nur den Kreditrahmen nutzen, der Ihnen zur Verfügung gestellt wurde. Sie können ihn nicht durch Einzahlungen erhöhen. Sie können aber wenn Sie den genutzt haben, können Sie halt wieder einzahlen und damit senkt sich natürlich sozusagen der genommene Kredit und Sie haben wieder mehr Spielraum, können wieder was machen. So, Kartenzahlung ist klar, im Euroraum auf jeden Fall kostenlos. Das sind wir gewohnt, wenn wir mit Karte zahlen, dann kostet uns nichts. Anders sieht es aus beim Händler, der zahlt natürlich immer Gebühren, wenn wir Karte nutzen. Aber das soll uns jetzt in diesem Video nicht stören, weil dieses Video ist für die Bankkunden und nicht für die Händler gemacht. Ja, Gebühr für Zahlung in Fremdwährung, das ist auch kostenlos bei beiden Banken, und das ist schon wieder ein ganz großer Unterschied zu fast allen anderen Karten, die da draußen rumwandern, die Sie als Kunde irgendwie erwischen können. Beide haben kein Auslandseinsatzentgelt und von daher sind Zahlungen, wenn Sie jetzt entweder wenn Sie auf Reise gehen, das ist so das Klassische, oder wenn Sie in Online-Shops in anderen Ländern einkaufen, zahlen Sie halt nicht diese 1 bis 3% Gebühren obendrauf, wo Ihnen andere Karten halt ja, sozusagen den Einkauf oder den Umsatz halt verteuern. Das haben wir nicht. Schauen wir uns Bargeldbezug an, für viele Leute wichtig. Bei beiden weltweit können Sie an jeden Automaten gehen, der Ihre Karte akzeptiert, und Sie bekommen Bargeld raus, und jeweils die DKB bzw. die Advanzia Bank wird Ihnen keine Gebühr dafür berechnen. Zinsfreier Zeitraum bei der DKB Visa Card maximal 4 Wochen. Das liegt daran, dass alle Kreditkartenumsätze, wenn Sie die getätigt haben, werden gesammelt bis ungefähr so um den 22. des Monats, und dann wird automatisch mit dem Girokonto verrechnet. Der zinsfreie Zeitraum bei der Mastercard Gold ist sogar etwas länger, maximal 7 Wochen. Dort ist es nämlich so, dass nicht automatisch abgebucht wird, Sie zahlen selber ein. Aber hier haben wir auch
den roten Punkt, Bargeldabhebung, habe ich Ihnen einen Strich da rein gemacht und rot. Und was bedeutet das? Die sind gar nicht zinsfrei. Also wenn Sie mit der Mastercard Gold Bargeld abheben, dann fängt ab dem ersten Tag schon der Zinssatz an zu zahlen. Das muss man wissen. Kann man das kombinieren? Ja, kann man. Und es ist sogar eine außerordentlich gute Idee. Ich habe Ihnen auch gleich hier reingeschrieben, warum. Sie haben sowohl eine Visa wie auch eine Mastercard. Also meistens kann man ja, werden beide Kreditkarten akzeptiert, ja, an den Stellen, aber es gibt manchmal Vorteile. Entweder, wenn Sie im Ausland sind, gibt es zum Beispiel Geldautomaten, die nur auf Mastercard sind oder nur auf Visa-Card. Und es gibt auch, und das sehen Sie dann auch, wenn Sie bei uns sich unserer Community anschließen, Länder, in denen manchmal der Wechselkurse, die wechseln ständig, ja, und immer wieder anders. Aber es gibt so ein bisschen Tendenzen zu erkennen, wo in welchen Ländern manchmal Visa-Card oder es kommt natürlich auch noch ein bisschen auf die ausgebende Bank aus, weil Visa-Card ist nicht Visa-Card, es gibt auch Banken, die selber ihre Kurse stellen, ja. Und manchmal halt die Mastercard vorliegt. Also wenn gerade für Leute, die mehr reisen und viel Auslandserfahrung haben und so ein bisschen darauf gucken, die wissen dann schon, welche nehme ich da. Und wenn sie natürlich dieses ich sage einfach mal, dieses Package haben, ja, wenn Sie sowohl die eine wie die andere haben, nutzen Sie da, wo es am besten für Sie passt. Beide verursachen Ihnen natürlich keine Kosten, wenn Sie sich die holen, keine Jahresgebühr, egal ob Sie die jetzt in der Schublade liegen lassen und nur dann rausnehmen, wenn Sie die wirklich brauchen oder ob Sie die tagtäglich mit sich führen. Ist jetzt kein Produkt, wo es heißt, Sie müssen hier 3.000 € Mindestumsatz im Jahr machen oder was auch immer, sondern Sie haben die Freiheit, Sie sind der smarte Bankkunde, Sie entscheiden, wie und wo und wann Sie in welcher Höhe welches Bankprodukt verwenden. Vielen Dank, dass Sie dieses Video bis zu Ende angeschaut haben. Bleiben Sie smart und bis nächsten Sonntag.